Hallo ihr lieben Steinböcke, hier kommt für das Kollektiv der Steinböcke eine Botschaft. Wir schauen, was ich euch sagen darf. Ups, da kam sie schon. Wähle Freiheit. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, als wäre dein Weg blockiert. Doch häufig ist das nur eine Illusion. Du könntest dich von Hindernissen befreien, auf die du dich so sehr fokussierst, indem du einen anderen Weg wählst. Wende deine Gedanken von Negativität ab und stell dir stattdessen endlose andere positive Möglichkeiten vor, die du vielleicht in Angriff nehmen möchtest. Also das ist so dieses eingebildete Gefängnis, dass man nicht vorankommt, aber das liegt oftmals daran, dass man nicht flexibel genug ist, sondern dass man fürs Vorankommen nur einen ganz bestimmten Weg wählt, der dann immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Also suche nach anderen Wegen, sei flexibel irgendwie auch und du kriegst jetzt Zeichen geschickt von der anderen Seite, so als Gruß oder auch als Weggabelung, wo du jetzt auf Dinge guckst, die sich nicht auftun, zeigt sich dann hier dann doch ein Weg. Also gucke verstärkt auf Zeichen und vergiss nicht zu lachen, lieber Steinbock. Beglück dich selbst und die Menschen um dich herum durch Lachen. Lachen ist auch sowas, das steht für mich immer an erster Stelle. Auch wenn ich heul, kann ich lachen, ich kann beides zusammen. Und das ist so eine Eigenschaft, die wünsche ich eigentlich jedem. Denn es befreit unheimlich. Es bringt irgendwas in den Fluss auch in dir, um dich herum. Unten haben wir noch, lasse die Ängste los. Also ersetze Angst oder Beunruhigung hier durch Lachen. Such dir vielleicht auch bewusst irgendwelche Sachen, wo man mal herzhaft lachen kann. So, du bist ja gerade auf einem Weg, der dich stark macht, der dir auch sehr viel Stärke vielleicht abverlangt. Aber du hast eben auch diese Stärke, da durchzugehen, deine Freiheit zu wählen, wieder mehr den lustigen Teil im Leben zu sehen. Und dein Alleinsein wird gestärkt. Das heißt, da wo du jetzt im Unfrieden bist oder wo sich etwas im Kreis dreht, hast du demnächst das Gefühl, dass es gut ist, wie es ist, dass sich deine Ausdauer auch gelohnt hat. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, bis du wieder im richtigen Flow bist. Anstatt hier in dieser Illusion zu sitzen, nichts bewegt sich. Und das Alleinsein ist bei mir auch immer das Gefühl, dass man, ja, wie soll ich das nennen, dass alles gut ist, so wie es ist, dass man nicht hadert, dass man nicht resoniert mit irgendwelchen schlechten Dingen, sondern dass man irgendwo einen Knopf dran machen kann. Gut. Da hat sich die Haselnuss für dich umgedreht, die dir sagt, die Schleier lichten sich. Hier hast du die Zeichen des Himmels, also deine Verbundenheit zur anderen Seite wird hier auch gestärkt. Die Haselnuss ist ein Mittler zwischen den Welten und kann dich auch mit der Natur und den Naturgeistern verstärkt in Kontakt bringen. So, jetzt spielen draußen Kinder, die sind ziemlich laut. Überhört es bitte, ich habe das Fenster auf. Dann habe ich hier die Birke. Ja, hier darfst du auf spielerische Weise das Unbekannte entdecken, mit Leichtigkeit weitergehen, Dinge in Bewegung setzen, ja, und auch freudig mit diesem Anfang starten. Ne? Das haben wir gerade draußen, das Kind, und das ist für mich immer auch so eine Aufforderung, dass man einfach so wie ein Kind ganz neugierig wieder und offen auf die Dinge zugeht. Kinder sind auch überhaupt nicht begrenzt in ihrer ureigenen Art. Die probieren einfach aus und haben trotzdem Freude daran. Ne?
Ja, irgendetwas nagt an dir. Und mit dem Schiff zusammen natürlich kann es auch sein, dass es an dir nagt, dass du etwas nicht in Bewegung bringst oder dass sich ein Weg nicht auftut. Vielleicht eine Sehnsucht dich erfüllt in irgendeiner gewissen Weise oder dass du auch dieses, wo gehen denn meine Sehnsüchte hin, nicht so richtig auf dem Schirm hast, weil du denkst, es bewegt sich ja doch nichts. Deine Schatten sprechen mit dir, auch vielleicht Verstrickungen auf der emotionalen Ebene, Gefühle, wo du denkst, die fühlen sich nicht gut an. Und unten haben wir bei dir noch das Stabilisieren der Finanzen mit dran in dieser Botschaft. So, jetzt gucken wir mal nach einem Engel. Ja, das passt ja wunderbar. Mit der Birke sollst du hier spielerisch und leicht vorangehen, die Eigenschaften des Kindes mitnehmen und du darfst dich hier bewusst für Leichtigkeit entscheiden, denn damit gelingt dir alles besser. Also nicht so dieses ganze Verbohrtsein und erstarrt sein, sondern auch den Perspektivenwechsel vorzunehmen, zu gucken, wenn ein Weg sich nicht eröffnet, dann ist es vielleicht nicht der richtige. Also gucke nochmal dahin, wo die Türen einfach nicht aufgehen. Ja, die Krafttierkarte für euch, liebe Steinböcke, ist der Fuchs. Da geht es um Selbsterkenntnis. Und es ist sehr passend, dieses Krafttier, weil wenn der Fuchs in dein Leben kommt, dann sagt er dir, dass eine Enttäuschung jetzt überwunden werden kann. Dass eine Atmosphäre der Geborgenheit gepflegt und wahrgenommen werden soll. Also nicht so dieses Mangelding und ich komme nicht voran und irgendwie genese ich nicht, sondern bin von unguten Gefühlen umgeben. Und der Fuchs sagt ja auch, dass deine Selbstheilungskräfte aktiver werden. Du darfst jetzt dein Glück, auch wieder sehr passend, jenseits von Pfaden finden, die du bisher immer gewählt hast. Ne? Vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, du wirst nicht gesehen, du bist für viele Luft oder deine Wünsche und Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Es fehlt dir irgendwo etwas in deinem Leben, auf der Suche, wohin dein Weg führen könnte, was als nächstes kommt. Überlebst du irgendwie mehr, als dass du lebst? Und versuchst irgendwie doch ein Stück vom großen Ganzen zu bekommen. Also du hast ja sehr viele Spiegelungen im Außen jetzt. Und du sollst dich nicht mit anderen messen oder vergleichen, sondern deine eigene Einzigartigkeit erkennen und auch deine ganz eigene Bestimmung. Auch hier wiederhole ich es nochmal gern, wähle den Weg der Freiheit, nicht da, wo man sich begrenzt oder wo man denkt, ich komme einfach in meinem Leben nicht voran. Mit dem Fuchs kannst du hier tatsächlich beginnen, deines eigenen Glückes Schmied zu werden. Und das ist schon mal gut, weil da kommst du wieder in die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, eine Option zu nutzen. So, da haben wir jetzt 2. Guck mal, die Ausdauer und es lohnt sich zu warten. Geht auch darum, dass was etwas länger gedauert hat, vielleicht auch ein Prozess, wo du lange nicht weitergekommen bist, der wird belohnt. Ne? Es lohnt sich, wenn man Zeit aufwendet für sich und sein Leben oder auch längere Zeit mal etwas versucht durchzusetzen. Und hier kommt noch die Vorstellung. Also du sollst ja auch wieder Visionen haben, andere Wege zu gehen. Und du darfst dir hier vielleicht mal die Frage stellen, was würdest du sehen, fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr wird. Also fokussiere das an, was du haben möchtest vom Leben. Komm deinen Sehnsüchten wieder auf die Spur.
Du kannst aufatmen, wunderbar. Die emotionale Fülle haben wir unten dran noch. Schön für dich, lieber Steinbock, denn wenn du hier trotz allem das Gefühl hast, es ist gut so, wie das ist, kann sich in dir auch wieder etwas formen, das dich persönlich sehr erfüllt. Ich drücke euch, ihr Lieben, bis bald.